Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Wir nehmen uns einen wirklich bemerkenswerten Text vor von Eugen Rosenstock-Hussy. Von 1946, genau. Und der hat es in sich, muss man sagen, fast prophetisch teilweise. Absolut. Es geht um die Zukunft des Christentums. Und die Frage für Sie ist ja, was kann man als kirchlich engagierter Mensch aus diesen, bald 80 Jahre alten Gedanken mitnehmen? Eine spannende Frage. Lassen Sie uns da mal eintauchen. Rosenstock-Hussy fängt ja gleich stark an. Gott erkennen, sagt er, nicht primär durch Philosophie. Ja, sondern in Momenten, wo Mächte des Todes überwunden werden. Ganz konkret. Er nimmt ja auch Nietzsches berühmten Satz „Gott ist tot" auf. Aber er dreht ihn irgendwie, oder? Genau das ist das Faszinierende. Für ihn ist das keine atheistische Kampfansage, sondern eher eine Kritik an der Kirche selbst. Wie meint er das? Eine Kirche, die den Glauben an Gottes Wirken in der Zukunft verloren hat. Die Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen, die ist ihm da wichtig. Eine Kirche, die den lebendigen, handelnden Gott quasi nicht mehr erwartet. Und das verbindet er mit Kreuzigung und Auferstehung. Ja, absolut. Der Tod wird eben nicht ignoriert, sondern positiv integriert. Als Tor. Ein Tor zur Zukunft. Genau. Gott offenbart sich als Kraft, die uns anspricht, gerade nach Krisen, nach Verlusten, die uns zum Handeln bringt. Er kritisiert ja dann auch ein, wie er sagt, kindliches Glaubensverständnis. Also Himmel und Hölle als geografische Orte sozusagen. Richtig. Er plädiert für einen erwachsenen Glauben, einen, der aus dem Leben kommt. Was heißt das konkret? Verantwortung, Scheitern erleben, immer wieder neu anfangen müssen, das prägt. Er sah da schon damals ein Problem, dass die Kirche sich zu sehr auf die Kinder und Jugendlichen konzentriert. Und die Erwachsenen? Die sind im Glauben verstummt, so seine Beobachtung. Ist das was Sie heute vielleicht auch noch wahrnehmen? Eine bedenkenswerte Frage. Und aus diesem erwachsenen Glauben leitet er dann die Göttlichkeit Christi ab. Das klingt erstmal, sehr traditionell. Ist es auch, aber mit einem bestimmten Dreh. Jesus ist für ihn nicht nur ein inspirierter Mensch unter vielen, Sondern der Mensch, die Norm quasi. Der die Einheit der Menschheit begründet und den Geist als, Gemeinschaftsbesitz hinterlässt. Und warum ist das so wichtig für ihn? Ohne diese Einzigartigkeit, so warnt er, zerfällt alles. Dann haben wir einen modernen Polytheismus, die Anbetung von Ersatzgöttern, Wissenschaft, Kunst, Nation, was auch immer. Verstehe. Eine Zersplitterung der Werte sozusagen. Genau. Und das führt ihn dann zu seiner großen Sicht auf die Geschichte, diese 3 Epochen. Ja, können Sie das kurz umreißen? Erstes Jahrtausend? Erstes Jahrtausend, Fokus auf ein Gott, das Zeitalter der Kirche. Zweites Jahrtausend, Fokus auf eine Welt, geprägt durch Staat, Wissenschaft. Und jetzt? Das 3. Jahrtausend? Das beginnt gerade erst, sagt er. Und die Aufgabe ist eine Menschheit. Dafür braucht es Anthropogie. Anthropogie? Das klingt ambitioniert. Was steckt dahinter? Die bewusste Mitgestaltung unseres Menschseins. Gemeinsam. Über alle Grenzen hinweg. Rasse, Klasse, Nation, egal. Nach Kirche und Staat ist jetzt halt der Mensch dran, als Menschheit. Und das führt zu seiner vielleicht radikalsten Idee. Dem Christianity Incognito. Namenloses Christentum. Das klingt ja erstmal nach? Beliebigkeit. Er meint das anders. Nicht beliebig. Aber er sieht die religiöse Sprache, die Institutionen als, abgenutzt. Und die Alternative? Undogmatische Gemeinschaften, zuhörend, die durch gemeinsames Arbeiten, gemeinsames Leiden Hoffnung stiften. Manchmal vielleicht sogar bewusst weg von den alten Formen, wenn die hinderlich werden. Das ist natürlich eine Provokation für etablierte Kirchen. Absolut. Und dazu passt auch seine Rede vom notwendigen Tod und Auferstehung des Wortes. Das Wort muss sterben und neu geboren werden. Sozusagen. Die alte Kirchensprache, die erreicht viele nicht mehr. Das war schon 1946 seine Beobachtung. Sie ist tot für viele Ohren. Also braucht es neue Worte? Neue Worte, neue Formen, universell und persönlich zugleich. Und, ganz wichtig, im Handeln verwurzelt. Nicht nur Predigt, sondern Tat. Wenn man bedenkt, er schrieb das kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Gedanken über eine zuhörende Kirche, Christentum inkognito, die Wiederbelebung der Botschaft, das klingt heute, fast 80 Jahre später, erschreckend aktuell. Das finde ich auch.
Und das wirft doch eine letzte Frage auf, die Sie vielleicht mitnehmen können. Und die wäre? Wenn die alten Formen und Worte Kraft verlieren, wie und wo könnte denn heute diese Auferstehung des Wortes stattfinden, von der Rosenstock-Husi spricht? Vielleicht ja auch ganz woanders, als wir normalerweise Kirche suchen. Und was heißt das dann für Ihr eigenes Engagement, ganz konkret?